Der Dezember ist auch die Zeit des Jahres, in der wir am meisten Rückschau betreiben. Oft unbewusst und manchmal auch bewusst. Und wir überlegen uns, wie das letzte Jahr so gelaufen ist und was wir im nächsten Jahr besser machen wollen oder können. Um die Weihnachtszeit herum relativieren sich viele Ansprüche und Wünsche ans Leben bei einigen von uns, wenn wir mit dem Leid und der Armut anderer Menschen in anderen Ländern konfrontiert sind und die Herzen weicher und offener sind als in der übrigen Jahreszeit. All das lässt uns darüber nachdenken, wie wir unser nächstes Jahr und unser Leben gestalten wollen. Die ganzen Wünsche und Pläne und Zielsetzungen haben auch wieder Hochkonjunktur, auch weil es uns in den modernen sozialen Medien immer so schön vorgelebt wird. Und wir können uns darin verlieren, wir können in Planeritis verfallen und unser nächstes Jahr, unser nächstes Leben ganz minutiös durchplanen, was wir tun und erledigen und erleben wollen und was nicht. Und einiges davon ist sicherlich auch hilfreich und kann ein bisschen ein Motor sein, vielleicht auch eine Schnur, an der wir uns langhangeln, wenn die Zeit gerade nicht so gut ist oder nicht so gut läuft. Wir können uns aber auch darin verlieren und dem Leben hinterherhetzen, den Zielen hinterherhetzen und darüber das Leben auch vergessen, nicht mehr dazu kommen. Wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja erstmal unsere Ziele erreichen. Und meistens sind diese Ziele ohnehin sehr ehrgeizig oder sogar zu ehrgeizig gesteckt. Ich bin schon der Meinung, dass wir alle hohe Ansprüche an unser Leben haben dürfen und auch sollen. Nicht nur hohe Ansprüche, sehr hohe Ansprüche, die höchsten Ansprüche, weil jeder von uns es verdient hat. Aber mit Ansprüchen meine ich nicht, dass wir in einer Villa leben sollen, dürfen, müssen, ein Sportauto fahren müssen und sonstige Luxus- und High-Society-Ziele verfolgen sollten. Denn das macht nicht glücklich. Vielleicht einen kurzen Moment, aber die Zahl der depressiven, psychisch kranken, suchtabhängigen, High Society, reichen, schönen Menschen ist enorm hoch und das zeigt, dass diese Dinge uns eben nicht wirklich glücklich machen. Ich denke, der Anspruch und die Erwartung, die wir an das Leben haben, ist sehr viel fundamentaler zu suchen, nämlich was ist oder was wäre, wenn wir uns einfach in jedem Moment so gut fühlen, wie es nur irgendwie geht. Und wenn das der Anspruch ist, sich in jedem Moment bestmöglichst zu fühlen, zu überprüfen, ob wir gerade bequem gekleidet sind, ob wir wärmer oder kälter gekleidet sein wollen, ob die Schuhe drücken, ob die Socken gemütlich sind, ob wir gerade ein Heißgetränk möchten oder vielleicht ein bisschen Musik, ein bisschen Unterhaltung, ob wir allein sein mögen und ob wir unserem Körper etwas Gutes tun können. Wenn wir gerade krank sind,
mögen wir ihm vielleicht etwas Gutes tun, indem wir ihm ein gutes Öl, eine gute Massage schenken oder vielleicht manchmal auch einfach ein Schmerzmittel, wenn es dann gerade genau das Richtige ist, oder ein heißer Tee, ein anderer Weg der Unterstützung. Das sind Ansprüche, die uns reich machen, jeden Moment bestmöglichst zu genießen. Und das gilt nicht nur für die guten, schönen Momente, in denen wir auf dem Sofa sitzen und gemütlich fragen können, ob wir gerade eine heiße Schokolade wollen, sondern gerade für die Stürme des Lebens. Im Sturm stehen und die Jacke ein bisschen besser zuknöpfen, die Kapuze aufsetzen, die Handschuhe überstreifen und sich vielleicht noch ein bisschen drehen, um den Wind vielleicht eher von der Seite oder von hinten abzubekommen. Oder auch festzustellen, jetzt gerade habe ich Lust, mich richtig in den Sturm zu werfen, sich ihm entgegenzudrehen und dann diese kalte, frische Brise zu genießen mit allen Qualitäten. Das nenne ich Kunst, die Kunst des Lebens und Selbstfürsorge, Selbstliebe. Und das sind Ansprüche, die wir alle haben dürfen. Und zwar die höchsten Ansprüche. Es soll uns nicht nur besser und okay gehen, sondern es soll uns so gut gehen, wie es irgendwie gerade möglich ist. Und das in jedem einzelnen Moment unseres Lebens. Egal wie hell und fröhlich und leicht oder schwer, trüb und mühselig das Leben auch gerade ist. Ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Jahresübergang. Macht es euch schön und habt eine gute Zeit und habt Ansprüche an euer Leben. Hallo ihr Lieben, ja, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich muss ein bisschen runterrutschen, sehe ich gerade, weil die Kamera sonst meinen Kopf abschneidet. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche und ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Und ein schönes Silvesterfest. Dieses Video wird ja erst im neuen Jahr, also am Neujahr herauskommen. Jetzt ist noch vor Silvester und ja, es ist irgendwie komisch, darüber zu sprechen, dass ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester, wenn es mir noch bevorsteht. Aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein schönes Silvesterfest, ein ganz tolles Weihnachtsfest. Und wie immer, schreibt mir gerne, wie es für euch so war. Für uns war es schön, wirklich schön. Es ist aber trotz aller Bemühungen kein Weihnachtsgefühl wirklich aufgekommen. Also mal kurz so ein Aufflackern, aber das war auch schneller wieder weg, als man es irgendwie groß hätte auskosten können. Ja, und ich habe mich wirklich sehr bemüht, ein Weihnachtsgefühl entstehen zu lassen, aber nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht so ganz genau, woran es lag, und ich glaube, es ist am Ende auch einfach egal. Es ist, wie es ist. Es lag auf jeden Fall ein Stück weit mit daran an meinem Ehrenamtsjob, der ja, falls ihr mir über Instagram folgt, habt ihr das vielleicht gesehen, für einigen Trubel und einige ja, Zeitverzögerungen, Zeiträuber gesorgt hat, für einigen Stress irgendwie auf einer Art auch schon. Es hat sich aber gelohnt. Mein Ziel ist noch erreicht gewesen. Ich wollte, dass meine Sendungen, die ich dort verpacken muss, die Zeitschriften, dass die vor Weihnachten noch ankommen. Und das hat geklappt. Also die nahezu alle der 600 sind vor Weihnachten noch angekommen bei den Menschen, teilweise sogar schon am 23. Also der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen und deswegen hat sich das für mich gelohnt und das war in Ordnung. Aber da gab es einige Stolpersteine auf dem Weg und ja, da war einfach dann wirklich kein Raum für Weihnachtsgefühle.
Aber ansonsten habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben und es kam nicht auf. Es war aber trotzdem einfach schön. Es war wirklich schön. Wir haben in großer Gruppe oder in großer Runde eben mit 3 Familien, weil wir hier zu dritt leben und jeweils dann Familie von jedem dabei, haben wir hier Weihnachten gefeiert und es war wirklich schön und harmonisch, obwohl alle so sehr unterschiedlich sind und sich jetzt auch nicht so auf Anhieb irgendwie unbedingt mögen. Aber trotzdem hat das sehr, sehr gut geklappt und ja, teilweise fühlte sich das so ein bisschen an, als würde das jemand führen. So, manchmal war das schon fast ein bisschen magisch, wie gut es klappte. Genau. Und an den anderen beiden Tagen haben wir uns das weitestgehend gemütlich gemacht und uns einfach nur erholt und uns um uns selbst gekümmert. Am 25. hatten wir nochmal Besuch zum Resteessen und am 26. haben wir einfach nur entspannt. Und ich habe wieder meine obligatorische Weihnachtsaufräumaktion gestartet. Es ist komisch und ich weiß, dass es den meisten nicht so geht, aber bei mir ist das so und ich akzeptiere das und nehme es inzwischen auch mit einem Lächeln an und versuche mich nicht mehr zu ändern. Am 26. ist für mich definitiv Weihnachten vorbei. Also am 25. und 26. habe ich sowieso auch immer schon gar keine Weihnachtsgefühle mehr, noch nie gehabt. Aber da kommt auch nichts mehr. Dann, wenn am 24. nicht passiert ist, dann kommt am 25., 26. auch nichts mehr. Aber ich mag dann auch keine Weihnachtsdeko oder so mehr rumstehen haben. Auch keinen Tannenbaum. Ich weiß, viele haben den bis zum 6. Januar und das soll eigentlich so und gehört so und meinethalben. Aber für mich passt es einfach beim besten Willen nicht. Ich stelle den gerne früh auf, schon Anfang Dezember. Die ganze Vorweihnachtszeit erfreue ich mich. Ich hatte auch früher mal ein Ritual hier mit meiner Familie, dass wir eine Art Adventskalender aus dem Weihnachtsbaum gemacht haben und jeden Tag ein Teil hineingehängt haben, sodass wir uns auf die Fülle hingearbeitet haben. Nicht umgekehrt, die Adventskalender sind ja eher immer, man leert sie und an Weihnachten ist alles leer, wo doch eigentlich Weihnachten das Fest der Fülle, das Fest der Geschenke, der Gaben, der Reichhaltigkeit ist, das reichhaltige Essen und diese Dinge. Wir haben das umgekehrt gemacht. Wir haben jeden Tag einen Teil hineingehängt und haben uns dann auf Weihnachten gefreut. Fand ich immer sehr schön, dieses Ritual. Und an Weihnachten war dann dieses Fest der Fülle, als wenn alles da ist und alles strahlt im Lichterglanz. Das war schon toll. Das war wirklich schön. Das ist eher so meins. Das gängige Weihnachtsritual, mit dem kannte ich mich noch nie anfreunden und es wird wohl auch nichts mehr. Das ist in Ordnung. Und so ist am 26. immer das dringende Bedürfnis da, alles wieder aufzuräumen. Spätestens am 27., wenn ich am 26. nicht dazu komme. Und dieses Jahr am 26. nach dem Mittagessen und einer kleinen Ruhe überkam mich dieses dringende Bedürfnis, jetzt muss das weg. Und dann habe ich aufgeräumt und euch ein bisschen auch daran teilhaben lassen. Das hat sich allerdings natürlich die Woche über gezogen. Nicht nur die Weihnachtsdinge mussten weg, auch einige andere Dinge mussten weg. Und ich habe euch ein Stück weit diese Woche mitgenommen. Und auch das habe ich früher immer schon praktiziert. Es war so ein inneres Bedürfnis, in den Tagen zwischen den Feiertagen aufzuräumen, leer zu machen, so einen Befreiungsschlag irgendwie, klar Schiff zu machen fürs nächste Jahr, um im nächsten Jahr mit einem aufgeräumten Schreibtisch sinnbildlich wieder durchzustarten. Das habe ich schon als Kind, Jugendliche schon empfunden und mache das seitdem auch mehr oder weniger, je nachdem, wie die Umstände sind. Und auch das habe ich jetzt ganz stark fühlen können und das hat mich diese Woche sehr stark begleitet und auch, ja, und das war auch irgendwie so das, was mich immer wieder jeden Tag auch ein Stückchen positiver gestimmt hat und meine Woche auch irgendwie erhellt hat auf eine Art. Ein bisschen schwierig tatsächlich, seit ich auch nicht mehr alleine lebe. Alleine war das alles besser, alles einfacher. Ja schon tatsächlich, wenn man mit Nicht-Minimalisten zusammenlebt oder auch mit einem nur schon früher, ist es wirklich nicht so einfach, wenn man die Bedürfnisse des anderen ja auch wertschätzen und akzeptieren möchte. Jetzt wohne ich mit 2 Nicht-Minimalisten zusammen und das ist für mich wirklich nicht einfacher geworden. Und gerade deswegen, glaube ich, ist auch mein Bedürfnis dieses Jahr nach Aufräumen und Leermachen einfach größer als die letzten Jahre, weil hier natürlich es nicht leerer geworden ist, sondern eher voller und für mich viel zu voll. Genau. Ja, das war so in der letzten Woche bei mir los und
insgesamt war es eine gute und schöne Woche. Es waren ja auch die Rauhnächte. Ich weiß nicht, wer von euch das so zelebriert. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe das dieses Jahr so halb mitgemacht. Also was heißt halb mitgemacht? Ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber mein Fokus lag tatsächlich nicht so sehr darauf. Genau. Ach, und was ich noch sagen wollte, ich bin eben irgendwie davon abgekommen vom Thema, dieses Aufräumen zwischen den Jahren und für Silvester alles schicki machen, wobei nicht für Silvesterfest, sondern eben für den Neustart ins neue Jahr. Das machen ja auch die Japaner, bin ich der Meinung. Also auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum gibt es das. Ich weiß gar nicht gerade, wie es heißt, aber das hat auch einen speziellen Ausdruck und die machen das tatsächlich, die putzen auch, also die räumen nicht nur aus und misten aus, sondern die putzen auch ganz großartig, um dann wirklich das neue Jahr ganz sauber und rein und aufgeräumt zu empfangen. Das habe ich aber erst vor 4 oder 5 Jahren erfahren. Ich wusste das vorher gar nicht und finde das ganz spannend, dass ich das vorher schon so empfunden habe. Ja, und würde das natürlich am liebsten viel krasser und viel doller ausleben, aber naja, die Dinge sind, wie sie sind. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit, einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn wir auch dieses Jahr gemeinsam verbringen können. Genau. Komm gerne bei Instagram vorbei, da können wir uns noch ein bisschen besser austauschen. Ich mag es immer total von euch zu hören und zu lesen. Ich freue mich immer sehr und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr. Genieße es. Lass dich nicht fehlleiten, bleib bei dir, egal was ist. Vertraue dir selbst und deinem Gefühl, auch wenn andere sagen, das ist nicht richtig. Mach das, was sich für dich gut anfühlt. Denn das wird langfristig gesehen inneren Frieden für dich bringen. Und den wünsche ich dir ganz doll für dieses neue Jahr. Mach es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.